Hola, ¿qué tal? Wir machen die Zusammenfassung, aber heute fangen wir mit einer Frage an. Wie macht man eine Schrittfolge oder wo entsteht die Idee, eine Sequenz zu machen, so wie die Sequenz, die wir jetzt tanzen werden? Wo kommt die Idee her? Wo kommen diese Schritte her? Muss man die Sequenz lernen, als ob die Sequenz ist so, ist einfach Choreografie? Oder gibt es irgendwelche Sonderführung für Sonderfiguren oder gar nichts? Es ist eigentlich alles nur Grundfiguren und dafür haben wir 4 Blöcke gemacht, die eigentlich alle schon kennen. Das erste, Ochos rückwärts und Sandwich. Das ist das erste. Das zweite. Grundschritt 2, 3, 4, 5. Ochos vorwärts mit einer Sacada. Aber Grundschritt 8 vorwärts, Sacada. Und die Sacada im Parallelsystem, und wenn ich die Sacada mache, ich mache Sacada, wechseln, Seite. Das sind die Ochos vorwärts. Spannende Schritte für den Mann. Wechseln, Sacada, wechseln und dann wieder zur Seite. Also, wenn wir die Frau nicht hätten im Tango, das wäre so langweilig, uns alleine tanzen zu sehen. Es ist furchtbar. Wir machen Ochos vorwärts, wechseln, Sacada, wechseln und weiter, Ochos vorwärts. Das war der zweite Block. Dann der dritte. 2, 3, 4, offen Amerikaner, was wir schon in anderen Lektionen gemacht haben. 3, öffnen Amerikaner. Nach einer Amerikaner kann man, keine Ahnung, mehrere Sachen machen. Aber jetzt haben wir eine Veränderung gemacht in dieser Amerikaner und wir belasten nicht wirklich 100%, sondern wir gehen zurück und dann zum Beispiel 3, 4, 5 gehen. Wie machen wir das? Wir stoppen einfach und dann mache ich den Schritt hinter diesen Fußes. Da, ungefähr da. Genug, damit sie Platz zum Drehen hat. Und dann gehe ich weiter. Der Fehler, der da entstanden ist, bei den meisten, war folgendes. Amerikaner, zu großer Schritt. Ich weiß nicht warum, aber das ist tatsächlich bei allen passiert. Also, nicht zu weit, sondern ich muss mir nur vorstellen, dass von hier gehe ich um sie herum, aber nur bis hier, nicht mehr. Und ganz nah zu ihr. Wie wäre es, wenn wir in ganz geschlossener Umarmung wären? Da. So viel, mehr brauche ich nicht. Normal Amerikaner, mehr brauche ich nicht. Und dann 3, 4, 5. Das war der dritte Block. Und jetzt der vierte, ganz einfach, Ochos rückwärts, Voleo rückwärts und Schritt nach vorne, was automatisch nach einem Voleo rückwärts passieren soll. Tack, vorne. Und damit haben wir schon unsere ganze Sequenz. Analysieren wir das Schritt für Schritt. Erstmal, erster Block. Ochos rückwärts mit Sandwich. Ochos vorwärts mit Sacada. Amerikaner, stopp. Hier könnten wir sagen Ochos rückwärts und Voleo, aber wir werden die Ochos rückwärts auslassen. Wir werden sofort den Voleo machen. Voleo. Vorne anheben, kreuzen und 6, 7, 8. Und so entstehen eigentlich die Sequenzen. Wenn wir das anders machen, am Ende nach der Amerikaner, um das leichter zu verstehen, wir könnten hier Ochos rückwärts machen wieder. Und dann Voleo und Ochos vorwärts. Nur wir haben die Ochos rückwärts nicht gemacht. Wir gehen direkt in den Voleo. Zuletzt wollte ich noch eine Frage beantworten, das war bei dem Sandwich. Soll die Frau eigentlich mit vollem Gewicht da hinten gehen? Oder soll sie in der Mitte bleiben? Oder soll sie hier bleiben? Oder was soll sie eigentlich tun? Weil manchmal das Gefühl war, dass man zu weit auseinander ist. Die Antwort ist, es kommt darauf an, was wir wollen. Wenn wir denken, zum Beispiel, wir tanzen normalerweise in offener Umarmung, dann ist es kein Problem, sowas zu machen. Jetzt, für die geschlossene Umarmung wäre vielleicht schon zu viel. Aber
Wenn wir denken an Tango-Szenario, zum Beispiel Choreografiekurs, von dem ihr Videos auch hier finden könnt. Für Choreografie, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man auseinandergeht, weil wenn wir denken zum Beispiel die Schauspieler im Fernseher, in den Filmen, sie machen irgendeine kleine Bewegung und das sieht man auf dem Fernseher, das sieht man im Kino, das sieht man. Aber auf der Bühne, im Theater, dann kann ich nicht so machen, das sieht niemand, dann muss ich wirklich mich so drehen, sonst sieht das niemand. In einer Choreografie genau das Gleiche. Wenn wir wollen, dass jemand das sieht, dann müssen wir wahrscheinlich viel mehr machen. In Tango-Salon, in Improvisation, dann brauchen wir nicht so viel machen. Dann könnten wir zum Beispiel sowas tun. Und das würde reichen, weil das ein anderer Stil ist. Aber beide sind richtig. Wie kontrollieren wir das? Ich sage, ich empfehle der Dame, sie soll einfach denken, dass sie mit vollem Gewicht da hinten gehen soll. Sie kann ganz ruhig daran denken. Jetzt, ich kann hier steuern, wie viel ich ihr gebe. Hier habe ich gestoppt. Zeigen wir das von dieser Seite. Da habe ich gestoppt. Wenn ich weiter erlaube, dann geht sie auch noch weiter. Oder hier. Es kommt darauf an. Das kann ich hier steuern. Aber sie kann einfach vertrauen, einfach nach hinten gehen, vollem Gewicht. Der Mann kontrolliert das. Ja, das ist die Sache. Jetzt hast du was zu sagen. Das ist schön. Also wenn wir schon darüber sprechen, sofort gehen. Nicht mit Verspätung verlagern. Genau. Wo der Schlag ist, da geht der Körper aber nicht weiter sich bewegen. Ja. Genau, also genau im Takt.